alle Staaten, aber natürlich auch Deutschland, sind im immensen Umfang verschuldet. Schulden, die niemals zurückgezahlt werden können. Irgendwann ist dann das Instrumentarium des Staates ausgeschöpft und es bleibt eigentlich nur noch Lastenausgleich. Das ist so mein Statement, warum ich denke, die Chancen stehen nicht schlecht dafür, dass der Lastenausgleich oder irgendeine ähnliche Maßnahme kommt. Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Wir sprechen ja heute über das Thema Vermögensschutz für Immobilien, aber auch möglicherweise andere Vermögenswerte. Und wie gesagt, ganz kurz uns beide vorgestellt. Also mein Name ist Daniel Taborek und die meisten von Ihnen oder viele von Ihnen hatten vielleicht schon mit mir zu tun, weil Sie vielleicht schon eine Potenzialanfrage gestellt haben. Und dann natürlich auch der Sebastian Sauerborn. Sebastian, willst du dich ganz kurz selbst vorstellen? Ich stelle mich ganz kurz selbst vor. Ja, Sebastian Sauerborn, Gründer der Steuerkanzlei St. Matthew, SDM Corporate Group und auch Kanzlei Mont Bonnell in den USA und in London. Genau. Ja, klasse. Und ja, viele von Ihnen kennen uns ja auch schon aus den Podcasts Perspektive Ausland oder von der Seite Wohnen Sie ins Ausland. Aber steigen wir jetzt vielleicht mal ein ins heutige Thema und ganz kurz die 4 Themenbereiche, über die wir heute sprechen wollen. Das erste ist, was wollen und können wir eigentlich erreichen im Immobilienschutz? Es geht ja vor allem um den Lastenausgleich, der da möglicherweise auf uns zukommt. Und da wollen wir einfach mal ganz realistisch drüber sprechen, was ist eigentlich realistisch machbar und wo liegen vielleicht die Grenzen? Wir wollen unsere Lösungswege und Instrumente vorstellen, die wir erarbeitet haben und wollen natürlich auch am Ende, ist immer die wichtigste Frage, was kostet das denn eigentlich? Wollen wir auch über die Kosten der Umsetzung sprechen, wobei vielleicht außer den Kosten auch noch der Zeitrahmen ganz interessant ist. Also was ist da realistisch machbar? In dem Zusammenhang werden wir am Ende auch nochmal über die Frage sprechen, die kam nämlich von einigen von Ihnen noch im Vorraum. Muss ich jetzt Panik haben? Muss ich unbedingt vor dem 01.01.2024 was machen? Manchmal liest man das oder hört das und da wollen wir am Ende drüber sprechen, wie wir das einschätzen. Und wir haben natürlich auch Zeit für Ihre individuellen Fragen zu dem Thema. Ja, das soweit zum Plan und beginnen wir einfach mal. Also worum geht es ganz konkret? Wir wollen Ihnen Lösungen vorstellen, die Sie vor einer möglichen drohenden Zwangshypothek im Rahmen eines eventuell kommenden Lastenausgleichs treffen könnte. Und damit einhergeht natürlich noch ein zweites Schutzbedürfnis. Es könnte ja sein, dass im Rahmen eines kommenden Lastenausgleichs jetzt, weil dort auch andere Vermögenswerte wie zum Beispiel Bargeld oder Kontostände angegriffen werden, der Staat Vermögende auch in finanzielle Schieflagen treibt und es könnte zu einer Privatinsolvenz kommen und damit einhergehend zu einer Zwangsversteigerung kommen der Immobilien. Und auch dafür wollen wir den bestmöglichsten Schutz bieten. Habe ich das gut zusammengefasst, Sebastian? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine gute Zusammenfassung. Ja. Okay, gut, dann haben wir uns überlegt, wir gehen einfach davon aus, Sie haben sich so intensiv schon mit dem Thema beschäftigt. Wir wollen jetzt nicht nochmal auf irgendwelche Paniktuben da drücken und das ganze Thema Lastenausgleich nochmal Ihnen vorkauen. Wir wollen relativ Lösungswege auch reinkommen. Dennoch haben wir uns gedacht, sowohl von Sebastian als auch von mir, mal 'ne kurze Einschätzung, wie wahrscheinlich wir das denn halten überhaupt, dass es zum Lastenausgleich kommt. Und gerne danach, wenn der Sebastian und ich auch meine Einschätzung abgegeben haben, würden wir uns freuen, wenn Sie einfach mal, vielleicht macht die Anne auch 'ne kurze Umfrage dann danach, wie wahrscheinlich Sie das eigentlich halten, dass es jetzt wirklich schon am 01.01. vielleicht 2024 dazu kommt oder später. Wenn Sie da was in die Kommentare reinschreiben und dann geht es auch schon direkt zum Lösungskonzept. Aber ich lasse dem Sebastian mal einen Vortritt. Sebastian, wie wahrscheinlich hältst du es, dass es zu diesem Lastenausgleich kommt, zu dem ja jetzt so lange schon und so viel gesprochen wird? Genau, also ich denke, dass insbesondere das Immobilienvermögen in Deutschland für die Regierung ja tief hängende Früchte sind. Zum einen liegt es daran, dass man natürlich Immobilien liegt schon im Wort sozusagen hier
liegt schon im Wort erklärt, nicht verschieben kann aus Deutschland. Das heißt, sie sind dort sozusagen verankert. Und dann ist es natürlich so, dass Immobilien in Deutschland und Immobilienbesitzer in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern, auch in der EU, relativ schonend noch behandelt werden. Ja, kaum zu glauben. Ich meine, Deutschland ist ja sonst sehr streng und auch sehr ganz weit vorne dabei, wenn es um hohe Steuern geht. Aber was Immobilien betrifft, ist es definitiv nicht der Fall. Da sind andere Länder viel strenger, inklusive USA, inklusive UK, Frankreich, Spanien. Also das heißt, da gibt es doch ganz, ganz viel Spielraum nach oben von Vermögenssteuer über andere Maßnahmen. Ja, und daher glaube ich auf jeden Fall, dass insbesondere Immobilienvermögen, insbesondere auch deswegen, weil Politiker ständig darüber sprechen, ja, und auch dieses Wort, lasst uns gleich explizit verwenden, irgendwann hier in absehbarer Zukunft in Mitleidenschaft gezogen werden. In welcher Form das dann passieren wird, kann niemand sagen. Das hängt natürlich auch davon ab, wie sich die Welt weiterentwickelt. Wir haben ja hier doch eine besorgniserregende Schuldensituation in vielen Ländern. Hat jetzt erst wieder hier der Chef der HSBC-Bank, einer der größten Banken der Welt, Anfang der Woche bei einer Konferenz gesagt, dass hier die Schuldensituation in vielen Ländern außer Kontrolle gerät. Wir haben es wieder von Italien jetzt gehört, was potenziell dann zu einer Euro-Krise und so weiter führen könnte. Also hier eine sich verschlechternde finanzielle Situation der öffentlichen Haushalte, kombiniert mit den Krisen. Man muss noch schauen, was dort in Israel passiert. Wer weiß, ob sich so ein Flächenbrand ausweitet. Und was dann tatsächlich hier den Anstoß dazu gibt, dass das ganze System ein bisschen ins Taumeln kommt, sage ich mal. Also da kommen verschiedene Dinge dann zusammen. Das wird sich lange hinziehen. Und am Ende wird es dann auf einmal sehr schnell alles dann gehen, ja, wie es halt dann immer so ist. Wann das ist, wer kann das schon wirklich sagen? Keiner hat eine Glaskugel. Aber dass hier enorme Belastungen auf den Staat zukommen, der dann den deutschen Sozialstaat hier weiter aufrechterhalten muss, steht für mich außer Frage. Und dann ist die Frage, wer muss es bezahlen, ja? Und wie gesagt, da ist bei den Immobilien noch ganz viel Platz nach oben. Ja, das war doch schon mal ein umfassendes Statement. Danke, Sebastian. Also mir bleibt kaum noch was übrig zu ergänzen, außer vielleicht, ich komme aus dem Land, wo man mal gesagt hat, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Und dann waren die Steine schon unterwegs. Und genauso, was uns halt oftmals stutzig macht, ist, dass viele sagen, ja, wir haben das Lastenausgleichsgesetz zwar geändert, aber wir haben eigentlich überhaupt nicht vor, das anzuwenden, was wir da reingeschrieben haben. Und das macht einen schon sehr stutzig. Parallel dazu macht mich stutzig, mit welcher irren Geschwindigkeit das Vermögensregister in der EU eingeführt wird, mit welcher irren Geschwindigkeit man im Prinzip die Immobiliendaten neu aufgenommen hat. Und jetzt noch mal eine andere Sache. Im Prinzip, der Sebastian hat es gut zusammengefasst. Der Staat ist, oder alle Staaten, aber natürlich auch Deutschland, sind im immensen Umfang verschuldet. Schulden, die niemals zurückgezahlt werden können. Und ich sage Ihnen jetzt mal ganz kurz, das gesamte Instrumentarium, das ein Staat hat, außer dem Lastenausgleich. Und dann schreiben Sie mir mal in die Kommentare bitte rein, was Sie denken, was noch nicht in Anspruch genommen wurde. Also ein Staat, wenn er Schulden bezahlen muss, kein Geld mehr hat, kann Steuern erhöhen. Er kann besteuertes Geld dann einfach nochmal besteuern, indem man halt Steuern auf besteuertes Geld einführt. Inflation ist ein gutes Mittel. Dann er kann einfach alles tun, um Steuervermeidung zu bekämpfen. Er kann den Wegzug von guten Steuerzahlern verhindern, indem man sich zum Beispiel solche Sachen wie Entstrickungssteuer und Wegzugssteuer ausdenkt. Man kann Bargeldbezug erschweren. Man kann Flucht in alternative Anlagen erschweren, indem man, also zum Beispiel Gold und Krypto sind so zwei, indem man zum Beispiel Leute zwingt, Goldkauf zu registrieren und so weiter und so fort, oder Krypto, indem man Leute verunsichert oder auch das natürlich reguliert. Und man kann einfach neue Steuern einführen, wie zum Beispiel auf gute Luft, wie auch immer. Aber irgendwann ist dann das Instrumentarium des Staates ausgeschöpft und es bleibt eigentlich nur noch Lastenausgleich. Das ist so mein Statement, warum ich denke, die Chancen stehen nicht schlecht dafür, dass der Lastenausgleich oder irgendeine ähnliche Maßnahme kommt. Aber das war es vielleicht schon mal an dieser Stelle. Uns würde es sehr interessieren, wie sehr wahrscheinlich Sie selbst halten. Sie sind ja hier im Webinar heute, was uns sehr freut. Aber für Sie, für wie wahrscheinlich halten Sie denn eigentlich, dass es wirklich kommt? Und ich sage dazu immer, im Prinzip auch, wenn wir reden jetzt über die möglichen Folgen eines Lastenausgleichs und hoffen trotzdem eigentlich ja alle, dass nicht dazu kommt. Das ist das Gleiche, wie wenn ich Auto fahre
Und ich hoffe nicht, dass es zum Unfall kommt, aber ich werde immer den Sicherheitsgurt anlegen und werde darauf achten, mit dem Auto zu fahren, das ein Airbag hat. Und hoffe trotzdem, dass es nicht dazu kommt. Und letztendlich ist das ähnliche Thema, über das wir heute sprechen. Also wir wollen Schutzmechanismen einbauen in den Immobilienbesitz und hoffen natürlich trotzdem, dass es nicht dazu kommt. Vielen Dank für die Antworten. Also zeigt doch, die meisten halten es für sehr wahrscheinlich oder ziemlich wahrscheinlich, eigentlich fast alle. So, dann gehen wir jetzt mal weiter. Oh, ich brauche die Präsentation wieder. Danke. Und ja, jetzt unsere Lösungswege und Instrumente. Also letztendlich ist ja so, also wir stellen Ihnen insgesamt heute 5 Werkzeuge vor, mit denen wir uns schützen können oder mit denen wir Ihnen helfen wollen, sich zu schützen. Und 3 dieser Werkzeuge haben mit dem Grundbuch zu tun und 2 andere können wir dann nachher noch ergänzen. Und generell muss man ja wissen, also wenn ich irgendetwas tun will, um meine Immobilie zu schützen, vor staatlichem Zugriff, wie zum Beispiel einer Zwangshypothek, dann geht das eben nur über das Grundbuch in Deutschland. Und andere Maßnahmen, die wir ergänzt haben, über die wir auch noch sprechen, die schützen dann eher vor einer möglichen Zwangsversteigerung, in die ich eventuell hineingetrieben würde. Zum Grundbuch generell, um das jetzt nicht zu vertiefen, es gibt noch ein Expertenwebinar, das wir anbieten für alle die, die sich für unsere Lösung entscheiden. Da wird es dann noch viel, viel ausführlicher erwähnt, aber ganz kurz, Grundbuch, so ein ganz kurzer Exkurs. Das Grundbuch hat ja 3 Abteilungen. Abteilung 1 enthält ja die Eigentumsverhältnisse, Abteilung 2 Beschränkung und Lasten. Das haben wir alle schon mal gehört, sowas wie Niesbrauchsrechte, Vorkaufsrechte oder auch Wohnrechte. Vielleicht hat der eine oder andere von Ihnen sowas auch eingetragen. Würde ich mich freuen, wenn Sie das mal ganz kurz auch mit in die Kommentare reinschreiben, was Sie eventuell schon in Ihrem Grundbuch eingetragen hätten, also Niesbrauchrecht, Vorkaufsrecht oder Wohnrechte. Und das Interessante ist dabei, und deswegen bringen wir auch das mit ins Spiel, unter anderem, dass die bleiben ja drin, auch nach dem Immobilienverkauf, es sei denn, sie werden explizit gelöscht. Und was für uns jetzt ganz wichtig ist, bei der Bewertung des Wertes einer Immobilie werden die berücksichtigt. Also ein eingetragener Niesbrauchrecht, ein Vorkaufsrecht oder Wohnrecht kann den Wert einer Immobilie eben negativ beeinflussen. Und ganz, ganz wichtig, da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, in der Abteilung 2 des Grundbuches stehen auch Auflassungsvormerkungen, die im Rahmen eines geplanten, beabsichtigten und dann auch vollzogenen Eigentümerwechsels eingetragen werden. Dann haben wir die Abteilung 3, da sind ja die Grundschulden drin, also Hypotheken, Rentenschulden, Grundschulden, Grundpfandrechte auch. Und das ist bei einer Zwangsversteigerung ganz entscheidend, vor allem eben dann die Rangfolge dessen. Was wir jetzt tun in unserem Lösungskonzept ist eigentlich, dass wir versuchen, mit all diesen 3 Abteilungen des Grundbuches zu arbeiten, wobei in Abteilung 1, da haben wir gesagt, sind die Eigentumsverhältnisse. Den Eigentümerwechsel vollziehen wir nicht. Da kommen wir nachher noch im Detail drauf zu sprechen. Es sei denn, jemand würde sich entscheiden, das wäre so ein Goldweg, den wir auch anbieten, hat aber ein paar steuerliche Konsequenzen, zum Beispiel die Immobilie eben an eine Auslandsgesellschaft zu übertragen. Aber das ist ein kleines Randthema, was nur für einige vielleicht in Frage käme. Also im Prinzip Abteilung 1, Eigentümerwechsel, den kratzen wir eigentlich nur an, der wird nicht vollzogen. Abteilung 2, Niesbrauchsrecht und Vorkaufsrecht oder Wohnrechte. Und die Auflassungsvormerkung ist bei uns im Paket drin. Und natürlich in Abteilung 3 wäre das dann eventuell eine Briefgrundschuld. Gehen wir nachher noch im Einzelnen drauf ein. Wichtig ist einfach, dass wir wirklich versuchen, auf der einen Seite das Grundbuch zu blockieren, einzufrieren, dass wir die Möglichkeit schaffen, sich gegen jegliche Art von Zwangseintragung zu wehren, weil da müssen wir realistisch sein. Also eine Zwangshypothek, die der Staat eintragen würde, es gibt elektronische Grundbuchämter, also es ist möglich, über Nacht da einfach eine Zwangshypothek einzutragen. Möglicherweise könnte es auch dazu kommen, aber die Maßnahmen, das Schutzpaket, das wir anbieten, schafft eben die Voraussetzung, dass Sie die wieder löschen lassen können. Und
Es könnte möglicherweise auch dafür schützen, dass überhaupt eine eingetragen wird. Aber da muss man wir wissen ja nicht genau, wie das umgesetzt wird. Ist es so wie 1952, wo es 'n Lastenausgleichsamt gab, was dann einfach eingeführt wurde? Da gab's 'ne richtig kleine Behörde, die dafür zuständig war. Wie das dann genau aussehen könnte, weiß ja noch niemand. Genau. Und wie gesagt, hier steht noch drin, Punkt 3, also Blockierung des Grundbuchs, Punkt 2, Möglichkeit, sich gegen Zwangseintragung zu wehren, also die wieder löschen zu lassen. Punkt 3, Vernebelung des Wertes der Immobilie, der für 'n Lastenausgleich herangezogen werden könnte. Es ist ja immer wieder davon geredet, dass es Freibeträge gäbe. Und deswegen haben wir auch in unserem Maßnahmenpaket Werkzeuge im Einsatz, die den Wert der Immobilie senken oder unklar machen. Das heißt einfach unklar, was hat denn die jetzt eigentlich von Wert? Und damit möglicherweise eventuell eben diese Zwangshypothek gar nicht zum Einsatz käme, wenn man so Freibeträge einstellen würde, weil man bei ihrer Immobilie gar nicht genau weiß, wie ist denn jetzt eigentlich der Wert dieser Immobilie? Und eben auch die Verunmöglichung anderer Maßnahmen des Zugriffs auf die Immobilie, da gehen wir nachher noch drauf ein. Das war jetzt mal so die grobe Vorstellung. Gehen wir mal auf die Auflassungsvormerkung ein, weil das in der Tat eigentlich wirklich das Kronjuwel der Maßnahmen ist, aus unserer Sicht. Das, was unbedingt gemacht werden muss. Also, wenn sie richtig gemacht wird. Allerdings scheitern da eben auch einige der Anbieter im Internet daran, weil es eben nicht einfach nur darum geht, irgendeine Auflassungsvormerkung einzutragen, sondern es muss richtig gemacht werden, damit die auch Bestand hat, dass sie weder automatisch gelöscht wird, noch angefochten werden kann oder eben später beim möglichen Lastenausgleich einfach wieder von Staatswegen gelöscht werden kann, muss man hier einiges richtig machen. Und wir haben hier ein spezielles Vertragssetup entwickelt in Zusammenarbeit mit Notaren, Rechtsanwälten, Steuerberatern, haben das auch prüfen lassen und können also jetzt eine Auflassungsvormerkung so eintragen, dass sie für 10 Jahre mindestens eingetragen ist und dann auch weiterhin verlängert werden kann. Die Auflassungsvormerkung, um das noch mal zu wiederholen, vielleicht für diejenigen, die jetzt AV-Auflassungsvormerkung unsicher sind, ob sie das jetzt richtig zuordnen. Dabei geht es ja darum, als Sie mal eine Immobilie gekauft haben, wurde die ja dann auch eingetragen. Das heißt, im Rahmen eines beabsichtigten Kaufs einer Immobilie ist das eben 'n Instrument, was das Grundbuch einfriert, blockiert, damit die Immobilie nicht an mehrere Käufer verkauft werden kann. Das heißt, in dem Moment, wenn Sie zum Notar gehen und sagen: „Ich möchte diese Immobilie verkaufen an einen Käufer“, wird der Notar eine Auflassungsvormerkung eintragen und in dem Moment wird das Grundbuch in diesem Zustand, wie es jetzt ist, eingefroren, bis der Käufer entweder den Kaufpreis bezahlt oder die Kaufabsicht rückgängig gemacht wird. Und was wir einfach tun mit unserem speziellen Vertragsset, dass wir diesen Zustand eines angefangenen Eigentümerwechsels für 10 Jahre eingefroren stehen lassen. Und in dem Moment ist das Grundbuch, wie gesagt, blockiert. Und ja, ein besonderes Zusatzinstrument, was dabei jetzt noch zum Einsatz kommt, ist eben, dass der Käufer eine Auslandsgesellschaft ist, die wir für Sie ebenfalls gründen. Und einfach um die Sicherheit zu maximieren, ist das eben eine Auslandsgesellschaft, die von Ihnen selbst bestimmt und kontrolliert wird. Und der Sebastian wird dazu jetzt noch weitere Details erwähnen. Ich sehe gerade, es kommt eine ganze Reihe von Fragen. Sehr interessante Fragen übrigens. Ich würde einfach vorschlagen, dass wir jetzt mal ganz kurz die Toolbox sozusagen abschließen und dann sehr, sehr gerne auf Ihre sehr guten Fragen eingehen. Übrigens sehr, sehr gut, es ist 'ne Bitte auch eigentlich von uns. Schreiben Sie alles an Fragen, was Ihnen aufkommt, rein. Wir werden jede einzelne Frage beantworten, selbst wenn sie jetzt hier direkt dann im Rahmen des Webinars nicht mehr beantwortet würde, erhalten Sie dann nachher eine Zusammenfassung mit den Antworten auf alle Fragen. Deswegen es lohnt sich, jede kleine Frage, die Ihnen aufkommt, da einfach reinzuschreiben. Die werden von uns nachher zusammengefasst, falls es Fragen doppelt gibt und Sie bekommen alle die Antworten darauf. Ja, also jetzt noch mal zum Thema ich gucke noch mal schnell, ob es zum Thema nur rein Auflassungsvormerkung jetzt eine Frage gab, weil das wäre gut, wenn wir das jetzt noch mit erwähnen würden, aber direkt zur Auflassungsvormerkung war jetzt keine Frage drin. Also, ich denke, das ist soweit verstanden. Das heißt, Basistool ist die Auflassungsvormerkung. Das heißt, wir frieren das Grundbuch ein, indem wir sagen, es gibt eine Auslandsgesellschaft, die hat vor, ihre Immobilie zu kaufen. Es kommt aber nicht zu dem
Verkauf und damit gibt es auch keine Erbschaftssteuer, keine Schenkungssteuer oder Verkaufssteuer, was auch immer, zu bezahlen und Sie bleiben weiterhin Eigentümer der Immobilie im Grundbuch eingetragen. Jetzt, warum machen wir das mit einer Auslandsgesellschaft und was ist das für eine Auslandsgesellschaft, die wir da für Sie gründen in unserem Toolset? Da würde ich den Sebastian bitten, was zu erklären. Gerne. Also wir müssen ja, wenn wir jetzt hier von Vermögensschutz sprechen, idealerweise im Grunde einen Bezug ins Ausland herstellen und vor allen Dingen natürlich interessant ins EU-Ausland, weil wir im Grunde genommen davon ausgehen, dass letztlich hier Maßnahmen nicht nur auf Deutschland beschränkt sind, sondern auch auf die EU. Und sobald wir jetzt hier irgendjemand mit reinbringen, ja, eine Person mit reinbringen außerhalb der EU, dann gilt auf einmal dann auch, ist da zumindest involviert ein anderes Rechtssystem, da ist dann vielleicht ein Ozean dazwischen oder sowas, ja. Und weil wir ja und was wir hier mit einbringen können, wenn wir hier davon sprechen, eine ausländische Person mit zu involvieren, ist eine juristische Person, und zwar eine Gesellschaft, die wir dann hier für sie gründen. Hier geht es um eine britische Gesellschaft, und zwar um eine britische Stiftungs-Limited. Sagt man auch Limited by Guarantee dazu. Der Name Stiftungslimited hat sich so im Deutschen etabliert, ist jetzt nicht ganz so zielführend. Es ist eigentlich eher ein Verein, ja, wie diese Stiftungslimited funktioniert, also wie so ein deutscher e.V. Und die wird auch, wenn man sich das anschaut, in UK für solche Zwecke wie ein deutscher e.V. eigentlich auch verwendet, ist aber viel freier jetzt zum Beispiel in ihrem Tätigkeitsfeld als ein e.V., der ja doch sehr eingeschränkt ist mit dem, was er eigentlich darf, wie er Geld verdienen darf, was er machen darf und so weiter und so fort. Eine britische Stiftungslimited ist letztlich strukturiert wie eine Kapitalgesellschaft, wie eine normale Limited. Sie hat aber eben keine Aktien, sondern anstatt dass sie Aktien hat, hat sie eben sogenannte Members, also Mitglieder, die letztlich dann hier die Geschicke der Limited leiten, wohlgemerkt aber nicht Eigentümer sind, eben wie beim e.V. auch. Es gibt dort die Vereinsmitglieder, es gibt eine Geschäftsführung. Diese Geschäftsführung leitet den Verein und im Zweifelsfall sind es natürlich Sie und Ihre Familie. Also das heißt, Sie sind Geschäftsführung der Limited by Guarantee und auch letztlich die Vereinsmitglieder. Ja? Das heißt, die Vereinsmitglieder bestimmen dann, was die Limited by Guarantee macht, was die Stiftungslimited tut. Aber eben ganz wichtig, Vermögen der Stiftungslimited gehört nicht einer Person, einem Gesellschafter oder den Gesellschaftern und Aktionären, sondern gehört sich selbst. So. Damit haben wir nun also eine Struktur geschaffen, die eben wie bei einer Stiftung ist, ohne dass man jetzt hier die teuren Kosten hat, die hohen Kosten, die bei einer Stiftung mit einhergehen, gerade zum Beispiel bei einer liechtensteinischen Stiftung. Und auch diese Sache, dass man immer irgendwelche fremden Dritten damit rummachen hat, irgendein Stiftungsrat oder so, das alles gibt es bei der Stiftungslimited nicht. Sie ist also auch für anderes Vermögen geeignet. Wichtig hier nochmal zu sagen eben, dass wir die Immobilie aber nicht an diese Stiftungslimited übertragen. Das ist gar nicht der Sinn, denn dabei würden ja dann wieder steuerliche Implikationen entstehen. Möglicherweise Schenkungssteuer oder auch so Dinge wie Grunderwerbsteuer muss man sich dann überlegen. Also das wollen wir jetzt gar nicht machen. Das kann man zwar machen, das ist möglich, aber dann sind eben zusätzliche Aufwände hier zu machen. Aber wir tragen eben diese Auflassung, ja, diesen Auflassungsvermerk eben zugunsten dieser Gesellschaft im Ausland ein. Ja, wird also nicht Eigentümer der Immobilie, es kommt nicht zur Übertragung der Immobilie, aber die steht halt auf einmal da drin in dem Auflassungsvermerk als Begünstigte, und damit wird es natürlich dann extrem schwierig hier werden für den Staat, denn auf einmal muss er sich gegen irgendwelche ausländischen Rechtsformen dann auch noch auseinandersetzen, wo natürlich nicht das gleiche Recht hat wie jetzt bei deutschen Staatsbürgern oder deutschen Firmen, wo man sich einfach am Konto bedienen kann. Ja. Gut, dann bin ich wieder dran. Es gab ein paar Fragen. Ich denke, es ist doch eine gute Idee, jetzt mal ganz kurz noch auf ein paar Fragen einzugehen. Und zwar waren da teilweise sehr gute Fragen dabei. Und zwar: Was ist, wenn noch ein Kredit bei der Bank besteht und eine Grundbriefschuld? Also, Grundbriefschuld, ich hoffe, dass es nur eine Grundschuld ist. Grundbriefschuld ist schon, nicht 'ne heikle Sache. Zumindest, also muss man immer die Frage, wer hat das? Normalerweise wird ja in der Regel nur eine Grundschuld eingetragen bei der Bank und es gibt keinen Brief, sondern eben nur die Grundschuld, die da eingetragen ist. Aber grundsätzlich, Kredite bei der Bank können sogar positiv sein. Also das, können wir dann im Detail noch besprechen. Ist ja generell so, wenn es dann um ihre konkrete Umsetzung geht, würden
also sind dann in der Regel immer mindestens 2 Experten, einmal aus steuerlicher Sicht, einmal aus Grundbuch- oder eben Immobiliensicht, schauen wir uns Ihren Grundbuchauszug an und sehen, welche der 5 Werkzeuge ideal bei Ihnen zum Einsatz gebracht werden können, alle 5 oder nur eins oder 2 oder 3. Generell Werkzeug eins hat überhaupt keine, also es geht generell, es ist generell einsetzbar. Und wie gesagt, 'n Kredit bei der Bank hat also keine Vorteile. Ich will es auch ganz kurz schon mal erwähnen, bevor jetzt gleich die Nachfrage kommt, wieso. Und zwar wär's 'n komplettes leeres Grundbuch, könnte in dem Fall, wenn man den Immobilienbesitzer im Rahmen dieses Lastenausgleich in 'ne oder in 'ne Privatinsolvenz treibt, könnte ein, Insolvenzverwalter die Immobilie zu einem von ihm selbst angesetzten Wert einfach verkaufen. Das ist also wäre der größte Nachteil, wenn überhaupt nichts drinsteht. Keine Sorge, an diejenigen, die jetzt gleich sagen: „Huch, mein Grundbuch ist leer, ich habe da nichts drinstehen, das ist ja ganz schlecht.“ Ne, wir tragen ja 'n paar Sachen ein. Deswegen tragen wir es auch ein, wenn das Grundbuch leer ist. Also, wie gesagt, 'n leeres Grundbuch ist teilweise bei einigen Szenarien sogar leichter angreifbar. Und entweder steht schon was drin, das ist auch nicht schlecht. Man muss einfach nur sehen, es hat einen gewissen Nachteil. Eine Grundschuld hat dann ein Risiko, wenn sie drinsteht, wenn ein möglicher Insolvenzverwalter versucht, die zu bekommen. Also, wenn er die sozusagen sich ersatzweise zum Beispiel von der Bank besorgt. Und kritisch ist eben vor allem dann, wenn 'ne Grundschuld noch drinsteht, obwohl sie abbezahlt worden ist. Also, das werden Sie dann aber im Expertenwebinar alles von uns noch hören. Da kriegen Sie noch einige mehr Tipps von uns, wenn Sie dann sagen, Sie wollen loslegen. Aber einen Tipp sage ich jetzt einfach schon mal, mehr oder weniger kostenlos. Sie sollten unbedingt sehen, dass Sie alles an Grundschulden rauskriegen, was schon bezahlt ist, ne? Also, beispielsweise wäre jetzt 'ne Grundschuld drin, nehmen wir mal eine Immobilie von 300.000, nehmen wir mal von 300.000 € oder von, sagen wir mal, 500.000 €. Da wäre mal 'ne Grundschuld drin gewesen von 200.000 €, aber davon sind 100.000 € abbezahlt, auch wenn das 'n paar Euro kostet beim Notar. Also, sprich 200.000 € sind eingetragen und waren mal finanziert, aber 100.000 werden schon abbezahlt. Tun Sie alles dafür, dass nur noch 'ne Grundschuld eben über den tatsächlich offenen Betrag dann drin steht. Also, das wäre ganz, ganz wichtig, weil ansonsten öffnen Sie da wirklich 'ne Türe zu Möglichkeiten im Rahmen des möglichen Lastenausgleichs doch irgendwie, oder an zumindest Teilbeträge ranzukommen. Aber das ist dann alles noch, wie gesagt, käme noch im Expertengespräch und im Expertenwebinar, was sich für diejenigen, die da loslegen wollen, dann anschließt. Eine Frage, die ich auch gerne noch mit erwähnen will an der Stelle ist, und zwar wurde gefragt, Sie wollen jetzt beispielsweise die Immobilie nachher verkaufen. Was passiert denn dann? Ich hätte das Grundbuch eingefroren. Also, mit einer Unterschrift oder mit einem Gang zum Notar machen Sie alles wieder rückgängig. Alles, was wir getan haben, ist reversibel und kann von Ihnen ganz, ganz leicht rückgängig gemacht werden, eben dadurch, dass Sebastian hat es ja grad erklärt, dass wir 'ne Auslandsgesellschaft zum Einsatz bringen, die von Ihnen kontrolliert wird. Sie sind Direktor der Auslandsgesellschaft, Sie sind der Begünstigte dieses angefangenen Kaufvertrages, aber nicht vollzogenen. Und so können Sie beide Unterschriften leisten und können die Sache wieder aufheben. Soweit, so gut. Jetzt kommt sowieso immer wieder die Frage auf und deswegen haben wir es uns schon mal selber hier mit auf die Folie geschrieben. Es gibt ja Lösungen anderer Anbieter, wie zum Beispiel Genossenschaft, GbR, Verein, Stiftung oder US-LLC. Und wir wollen gerne erklären, warum wir jetzt, die Gesellschaftsform, die der Sebastian vorgestellt hat, favorisieren, warum das aus unserer Sicht der ideale Weg ist. Und da würde ich jetzt erst mal den Sebastian bitten, das Mikrofon sozusagen wieder freizugeben und das Wort. Genau, genau. Also zunächst mal, uns ist ja ganz wichtig, dass wir hier eine Struktur haben, die außerhalb der EU ist. Das ist schon mal der erste Teil und damit fallen ja Genossen und natürlich auf jeden Fall außerhalb von Deutschland, ist ja ganz klar, sonst hat es überhaupt keinen Sinn. Und insofern fallen natürlich schon mal Genossenschaft, GbR und solche Dinge vielfach weg, ja. So, es ist ja nun tatsächlich so, dass die Stiftung natürlich, dort auch in anderen Ländern, ich sage mal hier, sich anbietet, wie zum Beispiel in Liechtenstein. Die Liechtensteiner Stiftung hat einfach den Nachteil, dass die Kosten sehr hoch sind. Also man ist schnell bei 30.000 € ja, bei so einer Stiftung. Und auch die Unterhaltskosten sind enorm. Und dann hat man eben dann tatsächlich auch immer einen Stiftungsrat da drin und verliert tatsächlich auch die Kontrolle über das Vermögen. Also das heißt für die meisten, ich meine, wenn man jetzt hier
Millionenvermögen hat im Bereich von 100 Millionen oder so und man überlegt sich jetzt, wie man das für die nächsten Generationen dann verwalten will, dann mag sowas Sinn machen. Ich möchte nicht die Stiftung hier in Liechtenstein schlecht reden. Aber wer jetzt hier eine Immobilie hat und sich dafür diverse Schutzmaßnahmen überlegt, der fährt damit meistens nicht so gut. Wie gesagt, die Stiftungslimited hat den anderen Vorteil, dass sie im Grunde bestimmte Eigenschaften der Stiftung hat. Also das heißt, sie hat keine Eigentümer, sie gehört sich selbst. Das Vermögen der Stiftung gehört letztlich niemandem. Also es gehört natürlich der Stiftungslimited, aber man kann die Anteile nicht verkaufen. Und selbst wenn man jetzt, wie gesagt, ja die Immobilie nicht an die Stiftung überträgt, sondern nur eben hier die Vormerkung zugunsten der Stiftungslimited ins Grundbuch einträgt, bewegt man das natürlich schon relativ dann weit von der eigenen Person weg, was ja Ziel eigentlich der ganzen Maßnahmen hier ist. Und wie gesagt, wir sind dann hier, da ist ein Ozean dazwischen, zumindest ein kleiner, der Kanal, das ist ein anderes Rechtssystem, das ist außerhalb der EU. Und damit hat man schon mal viele der Kriterien eigentlich erfüllt, wo es bei den anderen Rechtsformen nicht gegeben ist. Genau. Also von meiner Seite vielleicht auch nochmal eine Ergänzung gerade zum Thema GbR, weil ich hatte auch hier gerade gehört, dass jemand auch zum Beispiel seine Immobilie in eine GbR übertragen hat. Man muss halt einfach Folgendes sehen. Also eine GbR hat Vorteile zum Vermögensschutz. Deswegen gab es auch einige Vermögensschutzkonzepte in Deutschland mit der GbR. Allerdings muss man sagen, wenn der Staat eben oder Steuerbehörden Abgaben zu Lasten von Grundstücken und Immobilien einführen, oder vorhandene Belastung erhöhen, was auch immer, dann ist es völlig gleichgültig, wem die Immobilie gehört. Also ob es die Immobilie eine GbR gehört oder Ihnen als Privatperson gehört, dann holt er sich halt die Steuer, Lastenausgleich ist ja eine Steuer, wenn man so will, holt er sich halt dann von der GbR. Und wie gesagt, nochmal ein Unterstrich, alles das, was über auch GmbH-Konzepte, habe ich gehört, gibt es in Deutschland, sowas an eine GmbH in Deutschland zu übertragen und. Also komische Konstellationen. In dem Moment, wenn der Gesetzgeber des Lastenausgleichs der gleiche Gesetzgeber ist, der halt ein GmbH oder ein GbR-Gesetz macht, also Sie haben es alle gehört, auch die GbR, da wurde Gesetzgebung zum Beispiel mal schnell geändert. Jetzt ab 1.1.23 gibt es da auch einen Registereintrag, wenn Sie eine GbR haben. Also der deutsche Staat kann einfach Dinge ändern für beide Seiten dann, sowohl für den Lastenausgleich als auch für die Gesellschaftsform. Und damit ist aus unserer Sicht die Sicherheit eben viel zu niedrig und die Auslandsgesellschaft die ideale Lösung. Gut, dann schauen wir mal, was kommt jetzt als nächstes? Ja, zusätzliche Maßnahmen. Also wenn ich nochmal zusammenfasse, das Werkzeugpaket oder die Werkzeugkiste, die Tools aus der Werkzeugkiste, die wir kurz besprochen haben, bevor ich jetzt zu den zusätzlichen Maßnahmen noch komme. Also 3+1, ne, wenn man so will, haben wir besprochen. Also wir haben 3 Werkzeuge im Grundbuch. Aus unserer Sicht die Basis und das, was unbedingt sein muss, ist die Auflassungsvormerkung, weil wir damit das Grundbuch einfrieren. Das heißt, wir beginnen einen Verkauf der Immobilie an die Auslandsgesellschaft, die wir für sie gründen, und frieren das Grundbuch ein. Und wie schon mal gesagt, es gibt einige merkwürdige Konzepte, die wir da von anderen Anbietern teilweise gehört haben. Wir haben unser Vertragssetup ganz besonders eben für diese Auflassungsvormerkung mit ziemlich klugen, erfahrenen Notaren, Rechtsanwälten, Steuerberatern entwickelt, sodass das für 10 Jahre drin bleiben kann und nachher sogar noch verlängert werden kann. So, das ist die eine Sache. Dann hatten wir noch gesprochen, um das nochmal zu wiederholen und nochmal zu unterstreichen, zum Beispiel das Niesbrauchrecht und eine Briefgrundschuld. Ja, das sind die 3 Dinge, die wir im Grundbuch machen. Dafür brauchen wir übrigens auch einen Notar. Und dafür brauchen Sie spezielle Vertragsvorlagen, die wir für Sie entwickelt haben. Und das heißt, mit der Briefgrundschuld und mit dem Niesbrauchrecht senken wir, vor allem mit dem Niesbrauchrecht, senken wir den Wert der Immobilie. Und alleine dadurch, dass möglicherweise Niesbrauchrecht, da muss man halt dann im Expertengespräch sehen, für wen Sie das eintragen lassen könnten, Sohn, Tochter, Vater, Mutter, was macht Sinn. Man muss natürlich auch die Konsequenzen dann ganz kurz noch berechnen in Verbindung mit einer möglichen Erbschaftssteuer. Und vor allem, falls Sie das wieder löschen wollen, weil Sie Immobilie verkaufen wollen, weil es ja dann zu einer Rückschenkung beispielsweise käme, muss man immer die Freibeträge betrachten. Aber das wird dann alles noch speziell geklärt mit Ihnen. Aber mit dem Niesbrauchrecht senken wir den Wert. Und wer jetzt beispielsweise eine Immobilie hat für 350.000 oder 400.000 Euro, könnte es sein, dass er mit einem eingetragenen Niesbrauchrecht zum Beispiel auf plötzlich die Immobilie nur noch einen rechnerlichen Wert von 200.000 Euro hätte. Und dann möglicherweise, aber eben auch nur, er
unterm Freibetrag liegt und auf ihn der Lastenausgleich nicht zur Anwendung kommt. Es gibt aber eben genügend Leute, die sagen, ja, wer weiß, ob es wirklich Freibeträge gibt oder ob sie bei 200.000 sind, vielleicht doch bei 100.000 Euro. Also niemand weiß das. Deswegen reicht dieses Werkzeug, wie gesagt, auch wieder alleine nicht. Und dann haben wir noch gesagt, die sogenannte Briefgrundschuld. Und da gibt es ja dann einen Grundschuldbrief, würde man an die Auslandsgesellschaft aushändigen. Ganz, ganz wichtig, eben einen Brief zu haben und nicht bloß einen elektronischen Eintrag, weil wer den hat, der hat einen bestimmten Recht. Man kann realistisch auch sagen, falls dann hier dazu in den Kommentaren was schreiben, dass es da natürlich für einen gewieften Insolvenzverwalter oder für den Staat auch Möglichkeiten gäbe, diese Briefgrundschuld wieder löschen zu lassen, auch im Rahmen so eines Verfahrens. Man gewinnt halt Zeit, das kann sich Jahre hinziehen, mindestens ein Jahr dauert das. Zum Beispiel in dem Fall, wenn man feststellen würde, dass da überhaupt kein Geld geflossen ist oder dass es gar keine richtigen Ansprüche gibt und so weiter und so fort. Gäbe es da also Möglichkeiten, aber wir vernebeln das Grundbuch, wir sichern, wie gesagt, in jede Richtung ab. Wir ziehen, wie unser Immobilienexperte Thomas Treppner immer sagt, wir ziehen mehrere Burggräben um unsere Immobilie. Also im Prinzip jede dieser Maßnahmen ist, wenn Sie sich vorstellen, Ihre Immobilie ist eine Burg, wir ziehen da mit jeder Maßnahme einen weiteren Graben und ermöglichen sozusagen das Eindringen in Ihre Burg. Zusätzlich haben wir noch Maßnahmen, wie sie hier stehen, also in Bezug auf Mieten- und Auslandskonto, was wir noch machen könnten. Wir könnten zum Beispiel die Mieteinnahmen an die Stiftungslimited verpfänden. Auch dafür können Sie einen Vertragsentwurf von uns bekommen, beziehungsweise könnten sich das auch selbst im Prinzip erstellen. Ist ja relativ einfach gemacht, dafür braucht man keinen Notar. Und man könnte zusätzlich eben noch ein Auslandskonto einrichten und die Mieten auf das Auslandskonto zahlen lassen. Damit haben wir eigentlich schon, sagen wir, einen ganz groben, die wichtigsten 5 Werkzeuge erwähnt. Es gibt dann noch ein paar Spezialwerkzeuge, die zum Einsatz kommen, je nachdem, was Ihr Grundbuchauszug uns dazu noch für Möglichkeiten bietet. Und wichtig ist eben, dass diese ganzen Maßnahmen, diese 5 Tools ideal aufeinander abgestimmt werden müssen. Es gibt einiges zu beachten, damit das Ganze nicht angefochten werden kann. Aber da profitieren Sie einfach von unserem Expertennetzwerk, die da an den Vertragssetups mitgearbeitet haben und Ihnen dann eben auch bei der Umsetzung nachher helfen. Genau. Die Vorteile unserer Lösung, Sebastian, würde ich dir jetzt nochmal das Wort geben, wenn du das nochmal zusammenfassen möchtest. Ja, gerne. Also, wie gesagt, es kommt hier nicht zum Eigentümerwechsel, ja? Also, man kann natürlich einen Eigentümerwechsel könnte man machen, wenn das gewünscht ist, aber wie gesagt, das führt zu einigen Komplikationen und auch, wie gesagt, man verliert ja dann noch einige Vorteile, wie zum Beispiel hier die Möglichkeit, die Immobilie steuerfrei zu verkaufen nach 10 Jahren und so weiter und so fort. Also, daher der Eigentümerwechsel ist natürlich möglich, wenn Sie jetzt tatsächlich möchten, dass die Immobilie hier an die Stiftungslimited oder eine andere Rechtsform übertragen wird, kann man das natürlich machen, aber in der Grundversion hier, die wir anbieten, ist es nicht vorgesehen. Das heißt, alle Komplikationen, die damit dann möglicherweise auch zusammenhängen, auch steuerlicher Natur, Schenkungssteuer etc., Grunderwerbsteuer, fallen damit dann weg. Die Grundbucheinträge, die hier gemacht werden zugunsten der Stiftungslimited, blockieren das Grundbuch und sind eben auch ohne diesen Eigentümerwechsel und auch ohne, dass ich jetzt hier die Immobilie übertragen muss, helfen sie praktisch dabei, eine Zwangsversteigerung unmöglich zu machen, weil es einfach so kompliziert ist, dass dort keiner mehr dieses Netz durchdringen kann. Ich muss mal ganz kurz, Ähm, Sebastian, entschuldige, dass ich ins Wort falle, aber ich muss gerade zu dem Punkt noch was hinzufügen. Also Mach Sie mal, ja, kein Problem. Ja, also das ist das, was uns auch unsere Experten da, Notare und Immobilienexperten immer wieder sagen. Also wenn Sie diese ganzen Maßnahmen von uns vollziehen, ne, also im Prinzip dieses Vertragsset abnehmen, diese Einträge im Grundbuch vollziehen und es würde wirklich zu einer Zwangsversteigerung kommen, wie der Sebastian das einfach gesagt hat, gehen Sie einfach selber mit hin. Da sind dann ein paar Leute vielleicht da, die das ersteigern wollten. Und dann stehen sie einfach auf und sagen, Entschuldigung, aber ich kann Ihnen eins sagen, Sie können die Immobilie jetzt hier ersteigern, aber Sie werden sie nie lange haben, weil da sind einige Dinge im Grundbuch, die hat Ihnen jetzt der Herr nicht richtig erklärt. Also das wird angefochten werden. Also gerade in dem Fall, wenn wir jetzt sagen, wir haben noch eine Briefgrundschuld draußen und wie gesagt mit dem Niesbrauchrecht und so weiter und so fort, da gibt's die Kombination dieser ganzen Maßnahmen
machen die Zwangsversteigerung so uninteressant. Und selbst wenn Sie vorher nicht geschafft haben sollten, da vorzugehen, also es wird sehr, sehr unwahrscheinlich zu so einer Zwangsversteigerung dann kommen. Okay, Entschuldigung, Sebastian. Gar kein Problem. So, und als letzten Punkt ist natürlich auch die Gesellschaft noch weitergehend dann einsetzbar. Man könnte sie bei anderen Immobilien zum Beispiel einsetzen, und natürlich auch für anderes Vermögen und in anderen Vermögensschutzkontexten, sage ich jetzt mal, verwenden. Ich meine, ich hatte es vorhin schon erklärt, die Gesellschaft ist im Grunde genommen eine einsatzfähige kapitalgesellschaftsähnliche Struktur. Ja, das heißt, es ist also nicht so wie ein Verein, dass die jetzt hier eingeschränkt wäre. Da können Sie mit Beratungsdienstleistungen erbringen, die kann Börsenhandel machen, die kann alles Mögliche machen. Ja? Also das heißt, Sie haben eine sehr flexible Struktur, die man dann auch weiterführend dann einsetzen kann. Okay. Ja, dann die Frage, für wen ist das Schutzpaket geeignet? Also wir sagen generell, wenn Sie mehr als 300.000 Euro Vermögen besitzen oder Immobilienwert zum Beispiel, dann macht es Sinn. Bei kleineren Immobilienwerten kann es auch Sinn machen. Da sollte man dann im individuellen Gespräch klären. Wie gesagt, vor allem dann, wie gesagt, niemand weiß, wie hoch ein Freibetrag aussehen könnte. Aber wer jetzt fest davon überzeugt ist, dass es einen hohen Freibetrag geben könnte, der vielleicht sogar den gleichen Wert hat wie seine Immobilie oder nur wesentlich darunter ist, der wird möglicherweise Kosten scheuen, um seine Immobilie schützen zu lassen. Aber es ist immer eine individuelle Sache. Vielleicht hängt man auch sehr an der Immobilie, will sie auch einfach im Familienbesitz behalten, sagt, okay, das Risiko, dass sie vielleicht am Ende mir weggenommen wird durch eine Zwangsversteigerung, ist undenkbar für mich. Und auch dann könnte es beim kleineren Vermögenswert möglicherweise Sinn machen. Ja, genau. Sie müssen mindestens eine Immobilie besitzen, sonst macht es halt keinen Sinn. Oder wie gesagt, mehr als 50.000 Euro Sachgüter. Es gibt also schon Leute, die durchaus bei Sachgütern oder bei anderen Vermögenswerten einfach sich für so eine Stiftungslimited entscheiden, ohne dass sie eine Immobilie haben, weil, wie gesagt, auch die Möglichkeit besteht, anderes Vermögen mit dieser Stiftungslimited, wie zum Beispiel Bargeld zum Beispiel oder Gold oder Kryptowährung, was auch immer, da von der Stiftungslimited halten zu lassen, von der Auslandsgesellschaft halten zu lassen. Das wäre also dann vielleicht noch so eine gute Zusammenfassung. Jetzt auch hier die Schritte der Umsetzung. Es kam gerade übrigens auch die Frage, die werden wir dann nachher noch drauf eingehen, wie schnell sollte man handeln, wie viel Zeit bleibt wahrscheinlich noch. Dazu muss man natürlich ungefähr auch wissen, wie lange dauert so eine Umsetzung. Also wir rechnen jetzt mal ganz realistisch, dass so eine Umsetzung eines Schutzes circa 4 Wochen dauert. Also die einzelnen Schritte gehen natürlich alle viel, viel schneller. Aber da ist noch mal Abstimmung dazwischen, dann muss man 'n Notartermin finden und so weiter und so fort. Also, unter 4 Wochen ist eigentlich wenig realistisch, das ganze Paket umzusetzen. Eher könnte es länger dauern. Und wie sind jetzt die Schritte? Also, Schritt eins wäre, dass Sie sich für das Vertragssetup entscheiden. Wenn Sie Vertragssetup wählen, passend zur Immobilie, wird es ein Expertenwebinar geben. Das ist eine Aufzeichnung, die wir für Sie extra angefertigt haben, die Sie sich selber zum beliebigen Zeitpunkt wieder und wieder und wieder anhören können. Da ist einiges von dem drin, was wir hier angeführt haben, aber geht noch viel mehr in die Tiefe. Dann gibt es ein Expertenberatungsgespräch, weil aus diesem Expertenwebinar, was Sie sich dann angesehen haben, haben sich für Sie spezielle Fragen ergeben. Wir stellen Ihnen also die 5 Werkzeuge noch mal individuell vor. Und dann gibt es ein individuelles Gespräch für Sie, wo man eben diese 5 Werkzeuge durchgeht und sieht, welches ist für Sie sinnvoll einsetzbar. Und dann könnte es zu einer individuellen Vertragsanpassung kommen. Dann haben wir Schritt 2. Das wäre dann übrigens, könnte man, wenn man die Zeit beschleunigen will, das schon parallel machen idealerweise. Wird ja dann Ihre Stiftungslimited gegründet. Auch dort gibt es natürlich noch eine Expertenberatung und man würde die Mitgliederordnung und den Gesellschaftervertrag individuell für Sie anpassen. Das sind also dann die 3 Vertragswerke, die aufeinander abgestimmt werden. Und dann gibt es den Notartermin. Wie gesagt, wir empfehlen unseren Notar, der die Vertragssetups kennt, mit dran gearbeitet hat. Und da werden Sie auch, wenn Sie das möchten, gern begleitet. Das wären im Prinzip die 3 Schritte. Was kostet die Umsetzung? Da haben wir ja mal 'ne Kostenvorschau jetzt mal für so 'n Immobilienwert von 500.000 Euro mal jetzt hier auf die Folie gebracht. Also, Vertragspaket komplett für 'n Immobilienwert 500.000 Euro wäre 1.800 Euro.
Da gibt es einen Videokurs zu den einzelnen Werkzeugen. Dann gibt es noch, wie gesagt, dieses Expertengespräch und dann eben die Vorlagen, die Sie sich in dem Fall, wenn Sie zum Beispiel sagen, ich mache hier Schluss, ich will nur dieses Vertragspaket, könnten Sie eigentlich sich dann die Verträge selber anpassen und auch zum Notar Ihrer Wahl gehen, wenn Sie das wollten und selber eine Auslandsgesellschaft gründen, wenn Sie das denken, Sie wollen nur dieses Paket sozusagen dann haben. Aber bei uns wird es dann halt mit der Gesellschaftsgründung weitergehen und die Stiftungslimited inklusive, wie gesagt, dann der Individualisierung aller Verträge. Das heißt, in dem Fall, wenn Sie die Gesellschaft gründen lassen, die Auslandsgesellschaft, passiert jetzt Folgendes: Das Ergebnis des Expertengespräches im Vertragssetup mit dem Expertengespräch jetzt hier bei der Gesellschaftsgründung zu einem homogenen Vertragssetup zusammengeführt wird. Das heißt, dann machen wir die gesamten individuellen Anpassungen. Und genau, die Frage kam gerade, was kostet die Gründung eines Stiftungslimited, was sind die Folgekosten? Also wie gesagt, 3.690 €, 3.200 Pfund eigentlich, weil unsere Firma ja in UK registriert ist, aber macht ungefähr nach aktuellem Kurs 3.690 €. Und die Folgekosten jährlichen liegen bei 1.400 Pfund pro Jahr. Da kann der Sebastian vielleicht noch ganz kurz sagen, was ist da inkludiert in der jährlichen Betreuung, steuerliche Betreuung und so weiter und so fort. Weil diese Stiftungslimited wird dann halt so lange aufrechterhalten, wie auch Ihr Immobilienschutz aufrechterhalten werden soll. Kann, wenn Sie sich entscheiden, nach 2 Jahren, 3 Jahren die Immobilie zu verkaufen, können Sie alles, wie gesagt, wieder rückabwickeln und dann natürlich auch diese Stiftungslimited schließen, es sei denn, Sie wollen sie für andere Zwecke verhalten. Aber der Sebastian wird noch mal ganz kurz erklären, was in der jährlichen Betreuung der Stiftungslimited dann so alles inkludiert ist. Ja, gerne. Also, da ist natürlich drin enthalten der Firmensitz, in UK, da ist drin enthalten so die übliche Betreuung, auf Deutsch. Wenn Sie jetzt Fragen haben oder vielleicht möchten Sie auch mal Änderungen, durchführen, das heißt zum Beispiel, es soll 'n neues Mitglied hinzugefügt werden oder ein Mitglied soll, austreten oder Sie möchten den Firmennamen umbenennen und Sie möchten 'n neuen Geschäftsführer bestellen. Diese ganzen Änderungen, diese ganze Betreuung der Gesellschaft und natürlich dann auch die Abgabe der Jahresmeldung ans Handelsregister ist da drin enthalten, die ganze Basis-Compliance. Jetzt, wenn die Gesellschaft jetzt hier tatsächlich aktiv ist und ich meine nur die Immobilie, nein, Entschuldigung, nicht die Immobilie zu halten, sondern letztlich die Auflassungsvormerkung zugunsten der Gesellschaft zu erstellen, bedeutet nicht, dass die Gesellschaft aktiv ist, sondern die Gesellschaft ist dann eigentlich inaktiv. Das heißt, sie muss jetzt keine umfangreiche Steuererklärung im Grunde einreichen, sondern nur eine Nullmeldung machen. Sie muss zwar natürlich bilanzieren, aber das sind dann alles ruhende Abschlüsse, sozusagen Nullerklärungen. Das wäre auch alles im Preis enthalten, wenn sie jetzt tatsächlich aktiv werden würden. Das heißt, die Gesellschaft würde Umsätze machen, sie hätten ein Konto, da gäbe es Kontobewegung. Dann würde die steuerliche Betreuung auch durch uns erfolgen und dann würde letztlich hier diese Steuererklärung dann und die Bilanz nach Aufwand dann angefertigt werden. Hängt dann einfach davon ab, wie viel es ist, wie viel Zeit es braucht. Aber solange es ruhend ist und nichts passiert, ist alles in der Gebühr, die der Herr Tauber gesagt hat, von 1.400 Pfund im Jahr dann enthalten. Genau. Und Sebastian, der Aufwand, also was muss sich jetzt jemand vorstellen, wie viel Zeitaufwand, also man bezahlt jetzt diese jährliche Gebühr für die Verwaltung der Stiftungslimited an unsere Firma. Wie viel Zeit muss ich jetzt als Immobilienbesitzer was habe ich da mit dieser Firma so an Zeitaufwand pro Jahr? Wie viel Praktisch beschäftigt mich nichts. das? Wenn Sie nur das mit der Immobilie machen, 5 Minuten pro Jahr. Da gibt es nichts jetzt groß für Genau. Sie zu machen. Ich hätte es auch sagen können, aber es klingt überzeugender, wenn du es sagst. Genau. Alles klar. Also, dann aber um es trotzdem noch mal zu unterstreichen, wie gesagt, auch diese Gesellschaftsgründung hat natürlich einen gewissen Preis, bietet aber den Vorteil und das ist durchaus eine Sache, die Mandanten von uns ins Auge fassen, ebenfalls, um sich vor Lastenausgleich zu schützen, zu sagen: „Warum, kauft denn diese Stiftungslimited nicht Gold oder Krypto, wenn ich mich da irgendwo noch zum Beispiel absichern will“, ne? Durchaus auch eine Option, über die man dann eben zusätzlich noch sprechen könnte. Dann haben wir den dritten Schritt und da haben wir die Notarkosten und das Grundbuch. Das ist jetzt eine Sache, damit haben wir nichts zu tun und das sind auch so geschätzte Angaben so aus zurückliegenden Mandanten, die das so gemacht haben. Wir haben so diese Notargebührenordnung und der Notar rechnet ja immer nach Notargebührenordnung ab und genauso das Grundbuch hat da so feste Sätze. Und wir haben jetzt mal nachgeguckt in die Tabellen, also bei einem Immobilienwert von 'ner 500.000 wären das Notarkosten und Grundbuchkosten von roundabout 2.975 €.
einfach damit man auch diesen Kostenpunkt nicht verschweigt. Vielleicht noch mal ganz kurz zur Auslandsgesellschaft, noch mal 'ne Folie zurück. Das ist oftmals, es gibt ja so einige Webinare und Anbieter und, das ist eigentlich immer das, was am Ende kommt. Und wir haben es jetzt einfach in unser Webinar mit reingepackt. Also, wir haben es jetzt nie geteilt in 2 oder 3 Webinare. Wir haben einfach gesagt, wir haben im Webinar sagen Ihnen einfach, wie kann man die Immobilie schützen? Was kann man im Grundbuch machen? Und um den höchstmöglichen Schutz herzustellen, braucht man immer diese Auslandsgesellschaft eigentlich, das ist unsere Erfahrung, um halt diese Auflassungsvormerkung zugunsten dieser Auslandsgesellschaft zu machen. Und deswegen haben wir Ihnen hier gleich mehr oder weniger ehrlich eben wirklich alle Kosten, die von Anfang bis zum Ende auf Sie zukommen, hier mal mit zusammengestellt. Gehen wir noch mal 'n Schritt weiter, da haben wir 'ne schöne Übersicht. Und zwar jetzt wäre das mal alles auf einer Folie, wie gesagt, Vertragspaket 1.800, Gesellschaftsgründung 3.690 und die Notarkosten. Hier haben wir noch 'n Hinweis, weil manche haben mehrere Immobilien, das habe ich auch gesehen bei einigen E-Mails, die ich im Vorfeld bekommen habe. Bis zu 2.000.000 kostet eine weitere Immobilie 500 € und dann 'ne weitere Immobilie, vergrößert die Kosten des Vertrags-Setups um 1.000 €. Also, ist alles moderat und auch hier sagen wir Ihnen gerne die Preise vorher ehrlich. Also, da ist nichts irgendwie, was da versteckt noch auf Sie zukommt. Das ist es dann auch schon. Abgesehen davon, Sie wünschen natürlich noch exklusive zusätzliche Beratung, die darüber hinausgeht, wie auch immer. Aber normalerweise ist das alles in dem Grundpaket hier abgegolten. Von dir noch 'n Kommentar zu den Preisen, Sebastian, oder Ja, soll ja, alles gut. Dann kam vor uns 'ne Frage: „Wie viel Zeit haben wir noch? Muss man jetzt ganz schnell handeln?“ Ja, da dachte ich auch, dass vielleicht jeder von uns mal, der Sebastian und ich, 'n Statement abgibt. Vielleicht fange ich mal diesmal an. Und also, wir wollen jetzt keine Panik machen, weil, manche machen das und sagen: „Du musst unbedingt vor dem 01.01.2024 deine Immobilie schützen, ansonsten geht's nicht mehr und kann angefochten werden.“ Also, niemand weiß es, wir wissen es auch nicht und ich bin aber überzeugt, dass es nicht am 01.01.2024 zu einem Lastenausgleich kommen wird. Dass da also irgendwie am 01.01. plötzlich Zwangshypotheken eingetragen werden, halte ich für unrealistisch, zumal ja die Wertermittlung der Immobilien, das läuft ja alles noch, wird mindestens noch, ich denke, mindestens 1 Jahr, vielleicht sogar 2 Jahre dauern. Und jetzt haben wir gesagt, wir haben so 5 Tools, die wir anbieten. Und jetzt nehmen wir mal an, bei Ihnen kämen 4 Tools zum Einsatz von den 5 Werkzeugen. Also, es kommen selten alle 5 zum Einsatz, je nach Grundbuchsituation. Nehmen wir mal an, bei Ihnen kämen jetzt 4 Tools zum Einsatz und wir würden jetzt sagen, jedes dieser Tools erhöht jetzt die Sicherheit um Prozent X. Und dass man es vor dem 01.01.24 macht, ist 'n Prozentsatz, um den Schutz etwas noch vielleicht mehr sicherer zu machen. Also, sagen wir mal so, vielleicht machen Sie damit 110% sicher oder 120% sicher, aber oder vielleicht kommen Sie auf 100% damit, aber niemand weiß es ganz genau, ne? Also, wir sind überzeugt, man kann nach dem 01.01.24 weiterhin noch was tun, um die Immobilie zu schützen. Wenn man's vorher macht und die Gelegenheit hat, erhöht man im Gesamtpaket natürlich den Schutz, ne? Das ist das, was mein Statement dazu ist, aber vielleicht sieht's der Sebastian ja anders. Ne, ich sehe es im Grunde genauso, genau. Also, es weiß keiner. Ich meine, wie man so immer so schön sagt, wenn es dann nächstes Jahr irgendwann im Februar ist, dann sagt man dann: „Okay, der beste Zeitpunkt wäre vielleicht gewesen der November 2023, aber der zweitbeste Zeitpunkt ist heute.“ Also, man macht es halt so schnell, wie man es kann und so schnell man sich sicher ist, ja. Es wird immer noch besser sein, als, es einfach zu ignorieren. Genau. Ja, was kann man noch tun, habe ich mal als Frage, bevor wir dann auch auf Ihre individuellen Fragen eingehen, noch mit aufgeschrieben. Was kann man noch tun, Sebastian? Also, wenn man jetzt verunsichert ist durch all das, was hier auf einen zukommt, was gibt's denn noch? Also, ich meine, es gibt natürlich viele Dinge, die man oder noch einige Dinge, die man tun kann. Also, wie gesagt, viele Mandanten ziehen ja ins Ausland von uns um, ja. Die sagen: „Also, wir machen hier das nicht mehr mit in Deutschland. Wir gehen ins Ausland, bauen da 'n neues Leben auf, bilden dort steuergünstig Vermögen.“ Man kann weitere Staatsbürgerschaften annehmen. Man kann sein Immobilienvermögen letztlich in 'nem anderen Land aufbauen. Also, das sind so die Dinge. Also, letztlich eben hier ausländische Komponenten letztlich, hier
hinzunehmen zu seinem eigenen Setup. Genau, kann ich eigentlich fast kaum noch was hinzufügen, außer vielleicht mein Lieblingsthema, Agrarinvestitionen. Da haben wir auch eine Seite bei uns mit auf wohnsitzausland.com. Momentan ist das, man sagt immer, Jeff Bezos und Bill Gates machen es ja auch, ne, sind die größten Ackerlandbesitzer geworden mittlerweile in den USA. Durchaus eben auch sein Geld diversifizieren, also in Dinge investieren, vielleicht auch ein bisschen Gold, ein bisschen Silber. Wir haben einen interessanten Podcast zum Thema Farbedelsteine auf unserem Podcast-Kanal, wo wir mit Spezialisten darüber gesprochen haben. Das ist einfach sein Vermögen, das man hat, in verschiedene Dinge investieren oder eben zum Beispiel auch in Land einfach, ne? Weil in Zukunft, wir wissen alle, Nahrungsmittel werden immer teurer, könnte das auch durchaus eine interessante Investition sein. Ansonsten würde ich jetzt gerne noch mal auf die Fragen eingehen, die wir jetzt hier gelesen haben oder die Sie geschrieben haben und ich mich zurückgehalten habe, sie zwischendurch zu beantworten. 'Ne Frage kommt hier: „Muss die Limited nicht auch ins Transparenzregister eingetragen werden?“ Klar, die Limited werden ins britische Transparenzregister eingetragen, auf jeden Fall. Ne? Genau. Vielleicht mit der Besonderheit bei der Stiftungslimited, dass nur die Gründungsmitglieder veröffentlicht werden. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel die Gesellschaft gründet mit einem Mitglied und man möchte zusätzlich dann noch, ich sage mal, Frau, Tochter, Sohn, Vater, Mutter mit aufnehmen, die müsste man dann, soweit ich das weiß, nicht mit veröffentlichen. Ist das richtig, Sebastian? Naja, nicht mit ins Handelsregister eintragen. Also ich meine, Handelsregister und Transparenzregister sind zwei verschiedene Dinge. Die muss man nicht ins Handelsregister eintragen, aber ins Transparenzregister schon. Ja. Also das Transparenzregister muss ausgeführt werden, ganz klar. Aber wie gesagt, damit wird ja letztlich nur ausgesagt, dass jetzt die und die Personen hier einen Einfluss auf die Limited haben. Damit ausgesagt hier, also damit ist ja nicht, ändert sich ja nicht die Tatsache, dass diese Personen letztlich hier nur bei der Limited das Sagen haben, aber dass es nicht ihr Vermögen ist, um was es da geht. Genau, also das noch mal ganz klar zu unterscheiden. Es ist halt steuerlich unschädlich, völlig, weil Ja. die Stiftungslimited ja entweder kein Vermögen hält und wenn sie Vermögen halten würde, gehört es nicht mir, wäre also meinem Vermögen nicht zuzurechnen durch diese ganz Ja. spezielle Unternehmensform der Stiftungslimited. Anders wäre das, wenn das jetzt eine andere Gesellschaftsform wäre, zum Beispiel eine normale Limited. Dann wäre es schon wieder ganz anders, weil dann wäre eben auch das Vermögen dieser Limited eben zu teilen, zumindest meine Anteile meinem Vermögen zuzurechnen. Was haben wir denn noch? Wie teuer ist die Gründung einer Stiftung Limited und was sind die Folgekosten? Haben wir schon beantwortet. Hier schreibt ein eine Zuschauerin, Sie haben vorhin gesagt, man kann die Immobilie nicht steuerfrei verkaufen an die Stiftungslimited. Ist das richtig? Weil das wäre ein echter Nachteil. Sebastian, das ist 'ne Frage für dich. Sie können die, genau, also die Immobilie können Sie ja per se nicht steuerfrei an die Limited übertragen, sodass dann die Limited letztlich Eigentümerin der Immobilie ist. Denn da fällt in Deutschland Schenkungssteuer drauf an. Ja. Das heißt also, wenn jetzt die Grunderwerbsteuer fällt bei einer Schenkung nicht an, aber wenn Sie jetzt die Immobilie verschenken, fällt dann die, wie gesagt, Schenkungssteuer an. Natürlich kann die Limited auch mit Kapital ausgestattet werden. Dann kann sie die Immobilie kaufen. In dem Fall wird aber Grunderwerbsteuer anfallen. Ja. Also steuerfrei funktioniert das nicht. Nein. Genau. Deswegen ist im Grundkonzept auch nicht drin, die Immobilie zu verkaufen. Man könnte natürlich das wieder mit unseren Werkzeugen kombinieren. Funktioniert natürlich nicht bei jedem Immobilienwert, aber nehmen wir mal an, Sie hätten eine Immobilie von 3, 4, 500.000 € und man würde jetzt mit Niesbrauchsrechten den Wert der Immobilie extrem nach unten drücken. Dann hätte man einen niedrigen Immobilienwert möglicherweise, könnte das zum niedrigen Preis verkaufen und dann würde man die Steuerlast natürlich extrem senken. Man muss immer einen sauren Apfel beißen und wie gesagt, es geht uns ja jetzt hier nicht darum, andere Steuerarten komplett auszuschließen, zu vermeiden oder zu umgehen, sondern eigentlich uns vor der Steuer des Lastenausgleichs in erster Linie zu schützen. Jetzt habe ich hier noch eine Frage von einem Zuschauer: Ist ein angekündigter Immobilienverkauf in Verbindung mit der Auflassungsvermerkung, welcher so lange nicht zur Ausführung kommt, nicht offensichtlich ein Scheingeschäft, das deswegen angegriffen werden kann? Genau.
Das ist genau der Punkt, dass also man hier wirklich aufpassen muss, dass man das richtig macht mit der Auflassungsvormerkung. Und der gesetzliche Rahmen bietet eben die Möglichkeiten, die Auflassungsvormerkung oder den angekündigten Immobilienverkauf so zu gestalten vertraglich, dass er nicht angefochten werden kann und nicht als Scheingeschäft bewertet werden kann. Das haben wir prüfen lassen mit unserem aktuellen Vertragssetup. Und ohne jetzt hier zu sehr ins Detail zu gehen, weil das kommt ja dann im Expertenwebinar noch im Detail. Aber wie gesagt, momentan ist also so, dass unsere Auflassungsvormerkung 10 Jahre Bestand haben kann. Und normalerweise es eben wirklich so ist, dass gerade bei juristischen Personen, wenn sie eine Kaufabsicht haben und dort eine Auflassungsvormerkung eingetragen wird, die nach, ich glaube, 4 Wochen, nach wenigen Wochen schon wieder gelöscht werden könnte, sowieso. Bei uns ist es nicht so. Und dann bitte noch mal beachten, dass wir eben 'ne Auslandsgesellschaft gründen, die Ihnen nicht gehört, sondern sich selbst gehört und es durchaus 'ne legitime Sache ist, Stiftungen zu gründen und Vermögen zu übertragen. Also, das, was wir hier tun und nicht ausführen, ist ja 'ne Sache, die tausendfach gemacht wird jedes Jahr und, per se nicht angefochten werden kann, wenn jemand das vorhat. Gut, was haben wir noch für Fragen? Es sind noch ein, 2 sehr persönliche Fragen drin, die ich dann lieber individuell klären möchte. Kann auch einfach die Immobilie einem nicht eingetragenen Verein in Deutschland übertragen werden? Ist ja als Frage. Sebastian, willst du beantworten? Soll ich beantworten? Ja, natürlich kann die Immobilie an 'n Verein übertragen werden, mit den Nachteilen, die wir halt vorhin besprochen haben bei deutschen Rechtsformen, ganz klar, ja. Ich meine, das Genossenschaftsmodell ist 'n ähnliches Modell, ja. Natürlich, man kann die an jede Rechtsform übertragen, ganz klar, ja. Genau, da kommt noch 'ne andere Frage dazu. Meine Immobilie ist derzeit eine gehört wahrscheinlich soll das heißen, derzeit einer GbR. Ist das schwierig? Und da vielleicht von mir noch das Statement dazu. Also, egal, ob Sie jetzt die Immobilie an 'nen Verein übertragen hätten oder an eine GbR übertragen hätten, in jedem Fall, funktionieren alle unsere Schutzmaßnahmen. Das heißt, ob jetzt der Eigentümer 'n Verein wäre oder 'n GbR, können Sie das in jedem Fall mit unseren Schutzmaßnahmen wieder kombinieren. Das funktioniert, ne? Also, egal, ob jetzt 'n Verein zum Beispiel jetzt sagt: „Ich habe jetzt vor, die Immobilie an eine Auslandsstiftung zu verkaufen oder 'ne GbR." Das würde generell die Anwendung unserer Maßnahmen nicht erschweren. Ja, es ist noch Zeit, Fragen einzutragen. Jetzt kommt noch mal die Nachfrage: „Habe ich es richtig verstanden, wenn die Immobilie der Limited übertrage oder schenke, fallen Schenkungssteuern an?" Genauso Ja. ist das. Genauso ist das und deswegen ist es eben so, dass wir also, würden wir sie übertragen an die Limited, dann würde Schenkungssteuer anfallen und wir tun das nicht in unserem Vertragssetup, sondern wir beginnen die Übertragung, aber wir halten sie an und das ist das, was in unserem Schutzpaket drin ist. Wir frieren damit das Grundbuch ein in dem Zustand, in dem es jetzt ist. Im Idealfall müssen wir es vorher noch in Ordnung bringen, was ich Ihnen vorher gesagt hatte. Also, nehmen wir mal an, es werden noch, Grundschulden eingetragen, die inzwischen abbezahlt wären. Dann würde der Notar, aber das würden Sie aber alles bei dem einen Notartermin mit dem Notar dann klären von uns, würden zum Beispiel zuerst würde die Grundschuld entweder gelöscht, wenn sie komplett abbezahlt ist, oder wenn sie nur zum Teil noch besteht, dann auf den richtigen Wert korrigiert werden. Und dann würden wir es einfrieren mit der Auflassungsvormerkung, dass die Auslandsgesellschaft, die wir für Sie gründen, beabsichtigt, diese Immobilie zu kaufen. Und dann bleibt das Grundbuch entweder für 10 Jahre in dem Zustand plus eventuell Verlängerung oder würden Sie sie vorher verkaufen wollen, mit einer Unterschrift wird alles wieder rausgelöscht, was wir gemacht haben. Ich hoffe, dass die Frage beantwortet ist und ansonsten sollten Sie halt noch mal 'n Termin buchen, damit wir das noch mal im Detail besprechen können. Ja, gibt es auch in anderen Ländern so was wie den Lastenausgleich, also in UK oder USA? Das ist ja 'ne interessante Frage. Sebastian, hast du was gehört? Im UK?
Nein, schwer vorstellbar in diesen Ländern. Natürlich gibt es viele Länder, wo es Vermögensteuer gibt, gibt es ja auch in Europa, von der Schweiz angefangen über Spanien und so weiter. Also, das gibt es in vielen Ländern, ganz klar, ja. Aber auch historisch gab es sowas letztlich bisher nirgendwo. Ja, dann sind wir vielleicht soweit durch mit dem, was wir mit Ihnen besprechen wollten. Es gibt, wie gesagt, 2 Links auch, die Anna hat es oben immer eingeblendet. Im Prinzip haben wir zum deutlich reduzierten Preis, wenn Sie das wünschen, wenn Sie sagen: „Ich brauche noch mal 'ne individuelle Vereinbarung von Gespräch“, können Sie das da buchen, noch mal 'n Beratungsgespräch. Kurze Nachfragen können wir auch mal so individuell vereinbaren. Schreiben Sie einfach 'ne E-Mail. Sie haben ja meine E-Mail, Sie haben ja diese Einladung bekommen. Wenn Sie also noch ganz spezielle Fragen haben: „Ich bin so kurz davor, ich will jetzt loslegen, aber da gibt's noch eine Frage, die muss ich klären“, dann schreiben Sie mir die bitte als E-Mail. Und ansonsten, wir schaffen dieses Jahr, einfach weil der Notar natürlich auch ausgelastet ist, schaffen wir ungefähr, würde ich sagen, noch so zwischen 15 und 20 Mandanten. Wir arbeiten grad dran, die Kapazitäten noch mal zu erhöhen, aber es ist einfach, wie ich gesagt habe, es dauert alles seine Zeit. Sie müssen dieses Webinar sich vielleicht ein zweimal anhören. Wir müssen die Expertengespräche, führen. Es gibt also 2 Stufen Expertengespräch. Expertengespräch Nummer 1 ist ja, was das Vertragssetup betrifft, dann noch mal für die Gesellschaft, die wir gründen. Also 'n bisschen Zeit, man muss die Termine koordinieren, sodass man realistisch sagen muss, es dauert 4 Wochen. Wir haben jetzt November, nächste Woche ist der 1. November. Man kann also nicht mehr so viel machen. Das heißt, wenn Sie sich entscheiden sollten, die ersten 20, die sozusagen das Vertragssetup bestellen, damit geht's ja los, da können wir garantieren, dass wir da dieses Jahr noch das Paket zum Fliegen kriegen. Ist grad übrigens eingeblendet, wenn Sie sagen: „Jetzt starten“, klicken Sie drauf, auch wenn Sie es heute nicht bestellen, aber dann haben Sie den Link, speichern sich den Link. Und ich denke, wir haben jetzt noch 'n paar Tage vielleicht, bis wir die 20 Plätze dann voll haben, die wir dieses Jahr noch realisieren können. Und ansonsten, sehen wir uns halt dann im neuen Jahr. Sehr schön. Hier schreibt grad jemand: „Wäre auch eine Lösung, sich im Ausland, zum Beispiel Montenegro, eine Immobilie zu kaufen und die deutsche Immobilie möglichst hoch zu belasten, das heißt, als Sicherheit Grundschuld zu hinterlegen?“ Ich liebe ja Montenegro, einen Monat dort, und schreiben Sie mal ganz kurz Ihre Frage noch mal per E-Mail, da antworte ich dann noch im Nachgang drauf. Sehr schön, dann vielen herzlichen Dank an Sehr alle. schön. Es war Vielen wirklich Dank. erstaunlich. Es sind 99,9% bis zum Ende im Webinar geblieben. Das zeigt, dass, Sebastian, wir doch ganz gut unsere Zuschauer fesseln konnten bis zum Ende. Vielen herzlichen Dank. Wunderbar. Meine E-Mail-Adresse hat jeder eigentlich durch die Einladung, wenn Sie noch Fragen im Nachgang haben. Ansonsten freuen wir, wenn wir Sie jetzt schon begeistern konnten. Und wenn Sie sagen: „Ne, ich brauche da noch 'n bisschen“, dann schreiben Sie mir 'ne E-Mail mit den ein 2 Fragen, die Sie noch haben. Ansonsten schönen Abend. Vielen herzlichen Dank und bleiben Sie fröhlich. Danke. Wiederhören. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland ziehen. Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.